Hello guys and welcome back to Europa Bike 25. This video is in German, but you can activate the subtitles for English translation. Im letzten Video, da habe ich versucht, die Frage zu beantworten, wer ich bin. Wer das noch nicht gesehen hat, gerne vorbeischauen. Um aber wirklich zu verstehen, was Europa Bike 25 bedeutet und warum ich mir diesen Aufwand mache, da fehlt noch ein wichtiges Thema. Und das ist Respekt. Respekt bedeutet für mich, dass ich mir bewusst mache, dass es noch andere Menschen außer mir gibt und dass meine Freiheit nur so weit geht, wie ich andere in ihrer Freiheit nicht beschränke. Dazu gehört auch das Verständnis von Gleichheit. Gleichheit bedeutet für mich, dass ich akzeptiere, dass andere Menschen gleichwertig sind und die gleichen Rechte haben wie ich. Also kurz gesagt, ich bin in allem frei, was ich tue, solange es nur mich betrifft. Und sollte es entgegenstehende Interessen mit anderen Menschen geben, dann müssen eben faire Kompromisse geschlossen werden. Ich persönlich gehe noch einen Schritt weiter und versuche auch alle Menschen gleich zu behandeln. Geschlecht, Herkunft, Alter, sexuelle Orientierung, das sind für mich jetzt erstmal nur Wörter, Begriffe, künstliche Kategorien könnte man auch sagen. Wenn ich einem Menschen begegne, dann bringe ich ihm erstmal meinen menschlichen Respekt gegenüber. Also ich respektiere ihn als gleichwertig und als jemanden mit den gleichen Rechten, jemand, der mir ebenbürtig ist. Aber ich versuche jedenfalls, diesen Menschen erstmal in keine Kategorien einzuordnen, also ihn wirklich nur als Menschen zu sehen. Wenn ich dann jemanden daten möchte, dann interessiert mich natürlich auch deren Geschlecht und sexuelle Orientierung. Oder wenn jemand Hilfe benötigt, dann ist es gut für mich zu wissen, ob derjenige geistige oder körperliche Einschränkungen hat. Aber ansonsten sind diese privaten Eigenschaften nicht relevant für mich und gehen mich erstmal auch nichts an. Ich verstehe unter Gleichheit aber auch, dass alle Menschen gleich individuell und einzigartig sind. Das hilft mir, oder diese Herangehensweise hilft mir enorm beim Reisen, bei Esteem-Events, wenn ich auf viele fremde Menschen treffe, aus anderen Teilen Europas, teilweise auch aus anderen Teilen der Welt. Und ich betrachte diese Menschen erstmal als Menschen, ohne diese direkt in Kategorien einzuordnen. Für alle, die Esteem nicht kennen, es finden regelmäßig Events statt, zu denen dann Mitglieder aus ganz Europa angereist kommen und man dann ein paar Tage zusammen verbringt zu einem speziellen Thema oder zu einem speziellen Anlass. Die Unterbringung ist dann häufig in Hostels oder auch bei Privatpersonen. Und dann kommt auch immer wieder das Thema auf, ob man sich dabei wohlfühlt, mit Menschen des anderen Geschlechts in einem Raum untergebracht zu werden. Ich habe vollstes Verständnis, wenn du jetzt lieber mit einem Menschen gleichen Geschlechts untergebracht werden möchtest. Aber für mich persönlich macht es eben überhaupt gar keinen Unterschied, weil Menschen für mich Menschen sind und ich beurteile Menschen nach ihrem Verhalten und nicht nach ihrem Aussehen oder nach ihrer Kategorisierung. Deshalb bin ich komplett offen dafür, mir mit jedem anderen ein Zimmer zu teilen, solange man sich eben diesen Respekt gegenüberbringt und solange sich alle an die grundlegenden Verhaltensregeln halten. Das gleiche wird dann auch für Europa Bike 25 gelten. Ich glaube, es ist relativ naheliegend, wenn wir alle in einem Zelt schlafen, dass es dann keine strikte Unterteilung von Geschlechtern dort geben wird. Oder auch bei privaten Hosts werde ich erstmal davon ausgehen, dass Menschen, die mitfahren, damit einverstanden sind, sich mit jedem ein Zimmer oder ein Zelt zu teilen. Sollte es natürlich dann diesbezüglich Einschränkungen oder Vorlieben geben, dann bin ich natürlich offen, das auch bestmöglich zu organisieren, dass jeder zufrieden ist damit. Grundsätzlich
spreche ich ja auch nur über mein eigenes Verständnis von Gleichheit und Respekt. Ich erwarte nicht, dass Teilnehmer oder andere Menschen, denen ich jetzt begegne, exakt die gleiche Vorstellung haben. Natürlich ist es schön, wenn Menschen ein sehr gutes Gefühl für Respekt und für Gleichheit haben, aber zu Respekt gehört auch der Respekt anderer Meinungen und anderer Sozialisierungen. Und ich respektiere wirklich jeden Menschen gleichartig, auch wenn jemand komplett anderer Meinung ist, auch wenn jemand komplett verschieden ist zu dem, was ich kenne, was ich mir wünschen würde, dann respektiere ich sie doch als Menschen und ich versuche dann irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Wenn das nicht möglich ist bei diesem Projekt, dann ist es eben so. Aber ich würde niemanden ausschließen, weil jemand seine Werte anders definiert. Ich respektiere wirklich jeden Menschen gleich und ich bin offen für jeden Menschen, der mitfahren möchte, der sich in irgendeiner Weise beteiligen möchte bei dem Projekt. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Völlig egal, wo ihr herkommt, wer ihr seid, was ihr tut, was in eurem Pass steht, was in eurem Lebenslauf steht. Ihr seid alle eingeladen, mitzuwirken. Und solltet ihr jetzt noch nicht so viel Erfahrung oder Schwierigkeiten haben mit Fahrradfahren, sollten sprachliche Barrieren da sein, finanzielle Barrieren oder irgendetwas sonst, dann kommt gerne auf mich zu. Äh, Ich bin sehr daran interessiert, dafür Lösungen zu finden, dass jeder daran teilnehmen kann. Und nur weil ihr jetzt irgendein Label habt, was sich jetzt nicht so sexy anhört, ist gar kein Problem. Wir können das gerne auch diskret handhaben, dass das nicht so öffentlich wird, sondern ja, ich möchte wirklich, dass ihr euch in der Gruppe wohlfühlt, dass ihr daran teilnehmen könnt. Und es geht nicht darum, jetzt jeden Tag möglichst viele Kilometer zu machen. Es geht nicht darum, dass wir eine perfekte Gruppe sind von Fahrradenthusiasten, äh, die jetzt unter sich bleiben möchten, sondern ja, weil ich eben ein sehr großer Befürworter von Respekt und Gleichheit bin, möchte ich jedem die gleiche Chance geben, egal wo ihr herkommt, an dem Projekt mitzuwirken. Ich glaube, jeder Konflikt lässt sich zurückführen auf entweder mangelnden Respekt oder fehlerhafte Kommunikation. Wir werden immer Fehler machen bei der Kommunikation und es ist nicht möglich, komplett Fehler zu vermeiden. Und wenn man miteinander redet, dann sollte man sich auch nicht zu sehr darauf versteifen, keine Fehler zu machen. Fehler sind komplett menschlich, natürlich und ja etwas, worüber man später sprechen kann. Das ist gerade das Schöne von Respekt, dass niemand das Gesicht verliert, wenn man Fehler macht, wenn man Konflikte austrägt, sondern danach kann man sich immer noch gern haben und selbst wenn man sich nicht gern hat, kann man miteinander leben, weil jeder den anderen auf Augenhöhe respektiert. Das Gegenteil von Respekt sind Hassverbrechen und Krieg. Und mit diesem Projekt wollen wir zeigen, dass wir genau von dort weg wollen. Das heißt, wir wollen hin zu einer offenen Kommunikation und zu mehr Respekt und zu einer Gesellschaft, in der jeder willkommen ist, in einer Gesellschaft, in der wir uns nicht labeln lassen, in der wir uns nur durch unser Handeln beurteilen lassen und nicht durch unser Aussehen oder unsere Vergangenheit. Ich finde es auch schade, wenn Menschen ihren Respekt an Bedingungen knüpfen und zum Beispiel sagen, sie respektieren keine Menschen, die jetzt extreme Ansichten haben äh, oder extrem schlimme Verbrechen begangen haben. Natürlich ist es schwer vorstellbar, dass man diesen Menschen Sympathie entgegenbringt, aber ich glaube, es tut niemandem weh, menschlichen Respekt anderen gegenüberzubringen, auch wenn man jetzt mit diesen Menschen überhaupt nichts zu tun haben möchte.
Aber gerade durch diesen Verlust von Respekt, den ich immer wieder sehe in unserer Gesellschaft, dadurch werden die Gräben zwischen uns immer nur tiefer und es tut einfach weh, dann zu sehen, wie aus einem Meinungskonflikt oder Gewertekonflikt dann Hass entsteht. Weil Hass ist das Letzte, was wir wollen in einer Gesellschaft. Und auch jetzt Menschen zu hassen, die etwas Schlimmes getan haben oder immer noch tun, das bringt uns nicht weiter. In manchen Situationen ist es verständlich, dass wir Hass empfinden oder extreme Abscheu. Aber wir sollten uns darüber bewusst sein, dass dieser Hass nicht gut ist und zu keinem Ziel führen kann. Und solange Menschen auf Rache aus sind, was Hass ja häufig mit sich bringt, werden wir auch keinen Frieden finden können. Weder wir selbst noch in der Gesellschaft. Deshalb, ich kann leicht reden. Ich lebe in einem Land, das aktuell von keinem Krieg betroffen ist. Ich bin auch sozial in einer sehr guten Position. Ich bin noch nie Opfer eines schweren Verbrechens geworden. Es ist also nur meine idealisierte Vorstellung hier. Aber auch diese idealisierte Vorstellung kommt ja nicht aus dem Nichts. Und ich versuche mir vorzustellen, wie wir auf der Welt zu mehr Frieden, zu mehr Respekt finden können. Und wenn einzelne Menschen sich jetzt abkehren von Hass zu menschlichem Respekt, einfach, dass man sagt, ich respektiere dich als Menschen. Du bist ein Mensch, du hast Gefühle, du triffst Entscheidungen, nicht immer gute Entscheidungen oder häufig Entscheidungen, die anderen wehtun, aber du bist immer noch ein Mensch. Du hast Rechte und du hast Verantwortung. Dadurch, dass wir Verbrecher entmenschlichen, nehmen wir ihnen ja auch die Verantwortung. Gerade das macht unser Rechtssystem auch aus, dass wir Menschen zur Verantwortung ziehen, dass Menschen gezwungen werden, Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, wir üben keine Rache aus, wir bestrafen niemanden, sondern wir bringen Menschen dazu, Verantwortung zu übernehmen. So als kleiner Blick hinter die Kulissen. Draußen ist es jetzt schon dunkel. Wir haben heute den 2. Januar. Das heißt, ich habe vorgestern das erste Video aufgenommen. Dieses Video wird voraussichtlich wieder am Sonntag online kommen. Ich hoffe, ich kriege es hin, dass jetzt jeden Sonntag ein Video online kommt. Das nächste wird dann voraussichtlich über das Projekt selbst sein, also wie ich auf die Idee gekommen bin, wie die Organisation läuft, wie man mitmachen kann, etc. Ja, ich hoffe, ich habe nicht zu viele Schnitt setzen müssen. Ich habe mir dieses Video auch irgendwie einfacher vorgestellt, weil ich mir eben auch Notizen gemacht habe, weil ich mich versucht habe vorzubereiten, aber letztendlich ist es ein komplettes Chaos geworden und ich muss sehen, ob ich überhaupt in der Lage bin, was Gescheites da zusammenzuschneiden. Aber ich wollte dieses Video machen, weil es bei meinem ersten ein bisschen runtergefallen ist, wie ich zum Thema Offenheit, Begegnungen, Respekt stehe. Und ich wollte jetzt das aber nochmal ganz deutlich sagen, wie ich dazu stehe. Vielleicht noch ein Wort zu
politischen Ausrichtung des Projekts. Grundsätzlich würde ich sagen, ich äußere mich nicht öffentlich politisch, außer jetzt bei speziellen Aktionen, aber das halte ich in der Regel auch fern von Esteem. Das heißt, Europe by Bike 25 ist grundsätzlich ein unpolitisches Projekt. Ich werde mich auch nicht politisch äußern auf diesem Kanal. Aber wie ich so gern sage, manche Themen sind nicht politisch, sondern die betreffen mich persönlich, die nehme ich persönlich und dann lasse ich mir es auch nicht nehmen, meine Meinung zu sagen. Das ist nochmal, glaube ich, ein Unterschied. Ihr dürft gern anderer Meinung sein. Ihr dürft gern mit mir über Themen diskutieren, das ist gar kein Problem. Es ist nur meine eigene Sichtweise, dass ihr ein bisschen versteht, wo das Projekt herkommt und was ich damit erreichen möchte. Ich werde ja sehr lang unterwegs sein. Ich werde hoffentlich viele Menschen sehen und neuen Menschen begegnen. Und wenn sich dann jemand darauf einlassen möchte, mitzufahren, dass dann einfach meine eigene Position klar ist und auch eben diese Sache, dass ich persönlich oder viele persönliche Eigenschaften, die andere jetzt als gegeben oder natürlich bezeichnen würden, für mich mehr künstliche Kategorien sind wie Geschlecht oder Herkunft. Religion gehört auch dazu. Ich würde mich sehr freuen, wenn alle Menschen, denen ich begegne, die mit mir kommen, bei Europe by Bike 25 sehr viel Respekt anderen gegenüberbringen, dass wir alle gut miteinander auskommen. Nur jetzt an dieser Stelle so viel dazu, wie ich grundsätzlich zu Gleichheit und Respekt stehe. Im nächsten Video rede ich dann darüber, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, Europe by Bike 25 zu starten, wie die Organisation aktuell läuft, was so der weitere Plan ist, wie die Webseite und meine Social-Media-Kanäle strukturiert sind und wie ihr daran mitwirken könnt. Das heißt, wir sehen uns nächste Woche bei Vlog 3.